Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin heute im Lokpark Ampfelwang und zeige hier eine kleine Modulanlage der Modellbahner Spur 1 Siegenburg. Die haben schon mal eine schöne Modulanlage gezeigt, die ich auch in einem Video hatte, die deutlich größer war. Und jetzt haben sie sich gesagt, wir bauen das mal ein bisschen kleiner. Das sind 3 Module, 1,20 Meter, insgesamt 3,60 Meter. Die Tiefe, habe ich mir vorhin schon mal sagen lassen, sind 76 Zentimeter. Und man sieht, dass man auch mal auf wenig Platz einiges bauen kann. Das schauen wir uns jetzt mal der Reihe nach ein bisschen was an, bevor wir dann noch Züge fahren lassen. Ruhrhafen, da muss natürlich auch ein bisschen Wasser dabei sein. Dann kommen wir hier zu einer Maschinenbaufirma, die hier einen kleinen Schuppen hat. Und hier ist auch eine Laderampe mit einem kleinen Gabelstapler, der gerade irgendwas bereitstellt. Und da drin ist einer am Schweißen. Das flackert hin und wieder, aber wie es der Zufall will, jetzt anscheinend nicht. Vielleicht danach wieder. Und davor steht hier eine Köf 2 von Steiner Modellwerke, die jetzt gleich in Betrieb gesetzt wird. Die schauen wir uns jetzt dann gleich im Einsatz an. Die verschwindet jetzt im Schattenbahnhof. Der aufgebaute Bereich, der sichtbare Bereich sind 3,60 Meter hier mit Hintergrund auch aufgebaut. Und jetzt schauen wir mal in den Schattenbahnhof rein. Das ist vielleicht auch interessant. Da ist eine 5-gleisige Schiebebühne. Und da verschwindet jetzt die Köf auf dem Gleis. Hier können Züge bereitgestellt werden. Und hier kommt jetzt dann gleich, ich glaube, die V60 zum Einsatz. Das schauen wir uns jetzt an, wie die dann auf der Schiebebühne, auch die Schiebebühne betätigt wird, damit der nächste Zug jetzt hier rausfahren kann, damit wir was anderes noch auf der Anlage sehen. Die Hintergrundgeräusche, die man hier hört, sind von der Nebenanlage, auch eine Spur 1 Lok, eine alte E-Lok, die hier rührt. Es ist halt schwierig, wenn hier mehrere Anlagen aufgebaut sind, kann man es halt auch nicht ändern. Das muss ich jetzt einfach auch mal zeigen. Eine Bratwurstbraterei, wo gerade Bier gezapft wird und Weißwürste bereit liegen für die Brotzeit. Obwohl es jetzt Nachmittag um 4 Uhr ist, wie ich jetzt die Videoaufnahme mache. Aber man muss es ja nicht immer so eng sehen mit den Weißwürsten. Und das ist auch hier ein schönes Detail, das einfach Spaß macht, mal anzuschauen. Dann ist inzwischen die V60 angekommen und wird jetzt hier auch gleich den Güterwagen verschieben. Und dann schauen wir uns das mal an. Das wird jetzt angekuppelt, manuell, weil wir hier mit Schraubenkupplungen fahren.
Mal zwischendurch noch einen Blick auf die Bekohlungsanlage und auf die Dieseltankstelle. Und hier eine kleine Brückenbaustelle. Also wirklich jeder Quadratzentimeter mit schönen Details bestückt. Auch hier eine kleine Brücke zwischen zwei Gebäudeteilen mit einer Metallleiter hier in eine kleine Türe rein. Und es ist einfach schön, wenn man auf so einer Anlage trotz nur 3,60 Meter Länge viel in Szene setzen kann. In Spur 1 ist das halt alles möglich. Das war's hier von der Spur 1 Anlage der Modellbahner Spur 1 Siegenburg. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen auf meinem YouTube-Kanal und ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.